Ich wollte auch mal Kommissarin werden mit einem Hund. Das fand ich mir auch total interessant, rumzufliegen, so Leute zu bedienen und so. Das hätte mir auch Spaß gemacht. Aber im Endeffekt hat das Leben mir die Entscheidung abgenommen. Ich bin Lena Endesfelder, 28 Jahre alt, Winzerin hier in Mehring an der Mosel und ich liebe mein Dorf, weil wir zusammen feiern können und weil mein Dorf auch in schweren Zeiten für mich da war. Wir sind jetzt hier in unserem Weinberg der Huxley und hier in dem Weinberg ernten wir immer die Trauben für unseren Sekt. Und das steht auf jeden Fall heute an. Ich habe fleißige Unterstützung dabei. So, hallo. Seid ihr schon ein gutes Stück oben? Seid schon an der Mauer vorbei, ne? Ah ja, dann haben wir ein Viertel geschafft. Guck mal, wenn die Sonne jetzt hier kommt. Die scheint gerade genau auf uns. Es wird direkt warm. Vielen Dank für eure Hilfe. Ich glaube, die hat noch Lala von gestern. Unser Weingut, das ist von 1921 und meine Urgroßeltern haben das damals gebaut. Mein Vater hat dann eben das Weingut dann übernommen. Und meine Mama, die ist aus Krefeld und hatte halt von zu Hause aus schon gelernt, Wein zu trinken. Und ist dann eben bei uns am Weingut hängen geblieben, weil sie die Haustür so schön fand. Und so hat es dann noch ein bisschen gedauert. Und irgendwann kam dann meine Schwester und dann ich zur Welt. Ja, und dann mussten wir eigentlich schon immer mit anpacken. Natürlich hat man es am Anfang verflucht. Oder warum müssen wir auch samstags arbeiten? Andere Familien arbeiten nicht samstags. Die machen ihren Garten schön und dann ist gut. Also ich bin und war Papakind und deswegen war ich natürlich auch immer an seiner Seite und wollte natürlich auch lernen und verstehen, wie der ganze Weinbau und so funktioniert. Ich sag mal, in den 18 Jahren wurde ich ja gut geprägt von meinen Eltern und habe die wesentlichen Dinge mit auf den Weg bekommen. 2011 ist der Papa im Weinberg tödlich verunglückt. Soll ich jetzt einfach... Also ich hatte Schule, Sportunterricht mittags. Die Mama hat mich dann nach der Arbeit abgeholt und auf der Autobahn hat die Oma dann eben angerufen, die muss schnell nach Hause kommen, ist was mit dem Papa passiert. Und dann hat die Mama voll auf die Tube gedrückt und ich sag, Mama, wir fahren jetzt hier mal langsam. Und der Papa hat immer gesagt, wenn du mit dem Traktor umkippst, spring ab. Und da sagt Mama, da ist nichts passiert. Und dann hat die Oma gesagt, in welchem Weinberg das war. Und ich sag, daneben ist eine Wiese. Da kann der Heli landen, die können ihn mitnehmen, die flicken den wieder zusammen oder was auch immer. Und dann ist das absolut kein Problem. Und dann sind wir halt hoch in die Weinberge gekommen, wo es war. Und dann haben wir das ganze Aufgebot eben gesehen, was da war, auch an Feuerwehr und so. Und dann, dann wird auch mir anders. Und dann habe ich auch gecheckt, dass das da nicht mal eben so was war. Ja. Wir gehen jetzt rüber zu Johannes, denn wir Winzer helfen uns hier untereinander und Johannes ist natürlich sehr verbunden dadurch, dass er uns von Anfang an ganz, ganz viel unterstützt hat und mir halt auch eben viel beigebracht hat. Johannes? Noch an der Unglücksstelle selber war mein Nachbar Johannes da und ich habe ihn gefragt, du, ich wollte das hier eigentlich weitermachen, kannst du mir nicht helfen? Und dann hat er gesagt, ja, wenn du willst, dann helfe ich dir. Und dann bin ich halt auch lange nicht von seiner Seite gewichen. Und wurde quasi adoptiert in die Familie. Seine Frau nennt mich immer Ziehtochter. Sie ist ja von heute auf morgen ins kalte Wasser geschmissen worden. Und von der Seite her, sie hatte zwar ganz klar die Unterstützung von der Mama und von der Sarah, gar kein Thema, aber ich sag mal, der Hauptakteur, der Michael, hat ja zwangsläufig gefehlt. Und diese Lücke zu füllen, das war, glaube ich, damals eine ganz harte Nuss. Schmeckt nach dir.
ja nach euch mit Jakob. Ja, jeder Winzer, finde ich, also jeder hat so seine eigene Handschrift. Und wenn man dann halt so eine, also im Frühjahr treffen wir uns und machen mal eine Blindverkostung, was so das Jahr eigentlich gebracht hat, das finde ich richtig spannend, also jeder bringt was mit. Und manchmal schmeckt man vom anderen so den Wein raus, denkt so, oh, das ist bestimmt von dem. Und weil jeder so eine eigene Handschrift einfach hat. Man sieht halt letzten Endes, dass es eben gerade in Regionen, die landwirtschaftlich oder weinbaulich geprägt sind, dass es da mehr oder weniger, ich will nicht sagen selbstverständlich ist, aber es wird doch sehr oft einfach so geholfen, weil jeder weiß, irgendwann bin ich mal auf Hilfe angewiesen und das hat ja auch schon viele getroffen, auch uns. Und da waren andere Menschen da, die uns geholfen haben und so, denke ich mal, ist es hier auch praktiziert worden und von der Seite her ist eben dieses Schicksal vielleicht ein Stück weit leichter zu ertragen dann. Entweder steckt man den Kopf in den Sand und resigniert, aber irgendwo... Was wäre die Alternative? Was wäre die Alternative? Man muss schon sagen, wir sind auch so sehr von dem Dorf, von Mehring, von den Leuten, von den Mitbürgern hier getragen worden. Das war immens. Da haben wir wir denke ich, alle drei haben wir eine große Dankbarkeit in uns. Dass das Dorf da immer so hinter uns gestanden hat, sowohl in den schwierigen Zeiten als auch in den schönen. Es war schon eine harte Zeit, auch danach, 2-3 Jahre, wo es wo wir viel auch diskutiert haben und auch natürlich gestritten haben, bis da einfach jeder wieder den Platz in der Familie und auch bei uns hier im Weingut hatte. Die Mama, die ist hier zuständig im Büro, Kundenbetreuung, kümmert sich auch um die Ferienwohnungen und das ist so ihre Aufgabe natürlich auch für das leibliche Wohl. Die Mama kann ja dann doch immer am besten kochen. Und neben mir sitzt meine Schwester, die Sarah, die ist ein bisschen zeitlich natürlich eingespannt, die hat mittlerweile 2 Kinder bekommen. Aber nichtsdestotrotz ist sie natürlich immer da, wenn es drauf ankommt und wenn es brennt, sei es bei der Traubenlese oder wenn wir halt ein Hoffest haben, Weinfeste, da ist sie natürlich dann immer da. Meine Aufgabe im Weingut ist es einmal die Traubenproduktion und mir macht es auch Spaß, die Leute zu bewirten einfach, denen eine gute Zeit zu machen. Und dann ist es einfach am schönsten, wenn die Leute einfach zufrieden sind. Deutschland hat 13 Anbaugebiete und aus diesen 13 Anbaugebieten wird dann eben ein Mädel Königin und 2 Frauen Prinzessinnen. Ja. Die neue deutsche Weinkönigin heißt Lena Endersson. Und das hätte ich mir selber nicht so getraut, dass ich das mal werde und auch mal schaffe, dort zu stehen. Natürlich habe ich das immer als Kind verfolgt. Für mich hat dann immer die im schönsten Kleid nach meinem Geschmack damals gewonnen. Von Wissen hatte ich ja als Kind noch nicht so viel Ahnung. Ja. Und hier ganz Mehring. Wir waren die stärkste Fraktion auf jeden Fall. Ja, wir hatten 3 Busse. Oh, das waren... Also einfach ein wunderschöner Tag. Also alle schreien, alle jubeln und das war total Wahnsinn. Und dann ging das Ganze hier im Dorf noch weiter, ne? Also war wirklich, krass irgendwie, wenn man das so, weil das so groß war irgendwie, ne? Das erste Mal, das einzige Mal, wo das so groß war in seiner Form. Das war richtig schön. Ja. Hier bist du. Ich weiß auch gar nicht, wie ihr da hochgeklettert seid. Da ist Johannes, der uns so viel geholfen hat. Das finde ich auch schön. Wenn man jetzt so die Bilder guckt, ne, von dir und deiner Schwester irgendwie dann auch in dem Moment, man denkt natürlich schon daran, dass der Papa da nicht da war in dem Moment. Und ich finde das unheimlich stark, immer, wie du da vorne standst und nicht geheult hast, weil alle anderen gefühlt geheult haben in dem Moment. Also alle anderen haben da geschluckt, bitte jetzt nicht weinen auf der Bühne, bitte nicht weinen. Und Lena steht da und hält ihre Rede, okay. Es gibt nichts Leckeres als frisch von der Presse. Und wie schmeckt er? Am Anfang ist das sehr süß. Süß? Aber es schmeckt.
Das sind die Trauben, die wir. Kinderwein wird abgenommen. Alle geerntet. Schon mal die Mauswaage, dann gucken wir, wie viel Zuckergehalt der hat. Wie kennst du schon? 80. Oh wow. 80. Das ist mega. Also freue ich mich richtig. Ja. Ich würde niemals aus Mering weggehen. Ich habe hier meine Freunde, ich habe meine Familie hier, wir haben eine gute Gemeinschaft. Wir haben einfach ein wunderschönes Fleckchen Erde hier und ich wüsste nicht, was kommen sollte, dass ich das aufgebe. Ich lebe eigentlich jeden Tag so, dass ich abends ins Bett gehe und denke, du hast alles richtig gemacht und du hast alles mitgenommen, was ging. Und wenn es morgen zu Ende sein sollte, dann hast du aber nur gute Tage gehabt.